diese Firma ist das Lebenswerk deines Vaters. Und wer könnte das besser fortführen als sein Sohn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was für mich haben. Die Kleine interessiert mich nicht. Ach, da hatte ich aber einen ganz anderen Eindruck. Nur weil ich mal nett zu ihr gewesen bin, mache ich nicht so eine Mist. Jupp! Wenn du nicht sofort verschwindest, ich gehe zur Polizei! Verschwinde doch endlich, bitte. Irgendjemand in der Firma will nicht, dass du da anfängst. Ja, die haben damals hier von meinem Ausraster in der Kneipe gelesen. Und auf der Beerdigung von Max und der Vorstandssitzung habe ich auch nicht gerade den besten Eindruck gemacht. Aber das ist doch schon Monate her. Trotzdem, einmal Irrer, immer Irrer. Sowas bleibt hängen. Kann ich den Job wohl vergessen. Kannst du denn nichts machen? Das ist doch deine Firma. Ich kann alleine keine Personalentscheidungen treffen. Warum redest du nicht mal mit den Typen vom Vorstand? Du musst ihnen sagen, dass es Alex blendend geht. Natürlich, das werde ich auch versuchen. Ach, aber wie auch immer, ich muss sowieso öfter mal nach Frankfurt fahren. Ich muss mich mehr um die Firma kümmern. Aber was wird denn aus diesem Laden hier? Den schmeißt meine zuverlässigste Kraft für eine Zeit lang auch mal ohne meine Hilfe. Ah ja, ich komme gleich. Ja, das wäre ja nicht das erste Mal. Aber wie auch immer. Morgen rede ich erst mal in aller Ruhe mit diesem Melchior vom Vorstand. Das kriegen wir schon hin. Wäre ja noch schöner, wenn sie dich nicht nehmen. Ohne deinen Vater hätten sie ja alle keinen Job. Aufmachen! Hilfe! Hilfe! Was ist denn da los? Wohl verrückt geworden, mitten in der Nacht. Bitte helfen Sie mir, ich werde verfolgt. Du hast ja einen Knall. Ich hole die Polizei. Ja, bitte holen Sie doch die Polizei. Aber schnell. Oh nein. Oh. Verdammt. Ich krieg's einfach nicht raus. Du warst aber ganz dicht dran an der Lösung. Na toll. Knapp vorbei ist aber auch daneben. Ich möchte nur wissen, warum man das alles im Kopf ausrechnen soll. Wozu gibt's denn Taschenrechner und Computer? Warum quälen die uns so? Wie sagt unser Mathelehrer immer so schön, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Im Leben brauche ich aber keine Sekanten oder Tangenten. Ich brauche ein Handy und eine Kreditkarte. Mehr nicht. Naja, für einige Berufe muss man schon was von Mathe verstehen. Ich brauche den Kram bestimmt nicht. Was willst du eigentlich mal werden? Reich und berühmt. Klar, die Kreditkarte muss ja auch gedeckt sein. Ja, aber jetzt muss ich erstmal meine nächste Versetzung packen. Ach, ich darf gar nicht dran denken. Solltest du aber. Noch ein Ausrutscher Mathe und ich bleib hängen. Wir schaffen das schon. In Geschichte ist doch auch alles prima gelaufen. In Geschichte habe ich Glück gehabt. Wie auch immer. Dein Matheproblem kriegen wir auch noch in den Griff. Meinst du? Bestimmt. Stell dir doch mal den Kreis als Pizza oder Torte vor. Typisch. Du denkst aber auch immer nur an das eine, hm? Ich mag es halt anschaulich. Mit der Puppenstube hat es doch auch funktioniert. Ich weiß was. Wohin gehst du? Ich hole eine Torte. Da muss irgendwo noch eine rumstehen. Bring ein Messer mit. Na? Was sagst du nun? Lecker. Auch ein Stück? Nee, erst will ich, dass du mir zeigst, wo die Tangente ist. Hier. Das
Das ist ja noch nicht mal eine Senkrechte. Aber das Messer berührt doch die Torte. Ja, aber an der falschen Stelle. Wir kriegen das noch hin. Aber wir schreiben doch schon morgen. Dann haben wir ja noch ein paar Stunden Zeit. Hier habe ich für Lisa gekauft. Süß. Lisa ist alles, was ich noch habe. Seit Silke mich verlassen hat, habe ich manchmal verdammte Angst, dass ihm die Kleine auch noch wegnehmen. Du meinst das Jugendamt? Ja, Woher sollen die denn wissen, dass du schizophrene Anfälle hattest? das steht doch alles in den Akten. Ein Blick da rein und ich kann das Sorgerecht für Lisa vergessen und Lisa muss ins Heim. Kann die Silke nicht das Sorgerecht übertragen, jetzt wo sie weg ist? Das geht nicht so einfach. Lisa wurde unehelich geboren und wenn ich das Sorgerecht will, dann muss ich sie schon adoptieren. Was? Du musst dein eigenes Kind adoptieren? Ja, so will es das Gesetz. Aber wenn es dazu kommt, dann wird sich das Jugendamt davon überzeugen, dass es dir gut geht. Ja, genauso wie sich die Mitarbeiter von Orbis davon überzeugt haben. Ich glaube, dass die Behörden gründlicher recherchieren als ein paar Vorstandsmitglieder von Orbis. Außerdem bist du ein wundervoller Vater. Und das wird das Jugendamt auch merken. Glaubst du wirklich? Ich weiß es. Ja doch! Was ist denn los? Oh Gott, es war so furchtbar. Was ist denn? Ich hatte solche... Mich hat einer verfolgt. Gott, ich dachte, das wär's auch. Ist ja gut, du bist in Sicherheit. Und meinen Rucksack habe ich auch verloren. Nicht so schlimm, Hauptsache du bist okay. Aber den habe ich doch von Florian. Ist doch alles in Ordnung, der kauft dir ganz bestimmt einen neuen, Anna, wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Irgend so ein Spinner hat sie verfolgt. Hat er dir was getan? Hast du ihn wenigstens erkannt? Nein, es war zu dunkel. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Das war bestimmt dieser Jupp. Oh Gott. Glaube ich nicht. Ich konnte ihn zwar nicht richtig erkennen, aber irgendwie sah er anders aus. Bist du dir da ganz sicher? Oh Gott, er hatte so eine Art. Ärmste. Wir müssen doch irgendwas gegen den Typen unternehmen. Der darf doch nicht länger frei rumlaufen. Moment! Anna ist sich noch nicht mal sicher, ob es auch wirklich war. Aber sie wird doch von diesem Typen seit ihrem ersten Tag im Studio angemacht. Eben, er macht sie an, weil er ein harmloser Macho ist, der sich für unwiderstehlich hält. Nein, der Typ sucht die Öffentlichkeit, nicht verlassene Straßen. Woher willst du denn das wissen? Du kennst ihn gar nicht. So wie du ihn mir beschrieben hast, passt das einfach nicht zu ihm. Bei so einem Typen kannst du keine Ferndiagnose machen. Aber wenn es Jupp nicht war, was war es dann? Ist das nur eine Tangente? Sag mal, weißt du eigentlich, wo Gero bleibt? Da, wo jeder vernünftige Mensch um diese Uhrzeit ist. Er bleibt im Bett. Er hat doch Semesterferien. Und ich dachte schon, er hat Magendrücken. Wie kommst du denn darauf? Weil er letzte Nacht den Rest der Torte verdrückt hat. Das war nicht Gero. Wer denn dann? Ecki und ich, wir haben zusammen Mathe gepaukt. Und da hat Ecki mir mit Hilfe der Torte gezeigt, wie eine Tangente aussieht. Wenn's was nützt. Ja, das wird sich dann noch herausstellen. Auf jeden Fall war die Torte gut. Ich dachte immer, mit vollem Magen kann man nicht denken. Bei Ecki ist es genau umgekehrt. Ui, wann schreibst du denn die Mathearbeit? Gleich. Was hast du für ein Gefühl? Naja, ich habe zwar gebüffelt bis zum Umfallen, aber für mich ist Mathe trotzdem eine Gleichung mit 1000 Unbekannten. So, das war aber jetzt eine Tangente. Ich kann's damit beeindrucken. Aber dein Mathelehrer musste schon mehr bieten. Ja, das glaube ich auch. Aber bis jetzt hat's ja in Bio und Geschichte auch so geklappt. Dann werde ich diese blöden Tangenten wohl auch noch hinkriegen. Herr Melchior, ich kann diese Entscheidung des Vorstands beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Alex Wiegand ist gesund. Was spricht also gegen seine Einstellung? Sie müssen mir glauben, gnädige Frau, ich habe wirklich alles versucht. Aber? Einige Kollegen haben gehört, dass Herr Wiegand immer wieder Rückfälle hat. Wer kann sowas behaupten? Genau weiß ich das auch nicht. Ja, dann sagen Sie mir Ihre Vermutung. Das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Ich möchte aber herausfinden, wer diese Lügen über Alex verbreitet. Sonst werde ich sehr unangenehm. Wie gesagt, alles nur Gerüchte. Schlimm genug, dass jemand aufgrund von Gerüchten keine Anstellung bekommt. Also, ich höre. Der Leiter der Projektentwicklung selbst wollte seinen Wunschkandidaten durchbringen. Das ist doch sein gutes Recht. Allerdings, die Methoden finde ich nicht sehr gut. Aber offensichtlich hat er die Information über Alex Wiegand nicht einfach erfunden. Sondern? Es gibt da eine Dame, die Geschäfte in den Orbis Einkaufspassagen gepachtet hat. Die hat ihm diese Geschichte über Herrn Wiegand gesteckt. Ist diese Dame zufällig in der Modebranche tätig? Ja. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Anna. Martin! Ja? Wo steckst du denn? Hier. Da bist du. Ist was? Ja. Ich mache mir um Anna Sorgen. Wieso? Was ist mit dir? Irgendjemand hat hier aufgelauert. Wo? Gestern auf dem Heimweg. Und? Ist was passiert? Gott sei Dank nicht. Sie könnte ihn abhängen. Aber sie ist völlig runter mit den Nerven. Kein Wunder, das wäre ich an ihrer Stelle auch. Hat sie denn, ich meine, hat sie ihn gesehen? Anna sagt nein, aber Susanne meint, dass Jupp dahinter steckt. Und was glaubst du? Wie soll es sonst gewesen sein? Solange wir nichts gegen ihn in der Hand haben, können wir überhaupt nichts machen. Man muss ihn auf frischer Tat ertappen. Aber wie? Ich meine, ich könnte ihn jeden Tag abholen und wieder nach Hause bringen, aber das ist auch kein Dauerzustand. Solange du in ihrer Nähe bist, da wird sich der Typ kaum an sie herantrauen. Du sagst es. Blöde Situation. Ich habe nur Angst, dass sich der Kerl irgendwann an ihr vergreifen könnte. Meinst du wirklich? Was weißt du, was in diesen kranken Köpfen vorgeht? Keine Ahnung. Aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, auf mich kannst du zählen. Tu mir einen Gefallen, ja? Behalt sie ein bisschen im Auge. Ja, das war's dann wohl. Jetzt wart's doch erstmal ab. Nur weil deine Ergebnisse in der Mathearbeit von meinen abweichen, heißt das noch lange nicht. Abweichen ist ja wohl leicht untertrieben. Ich habe zwar keine Ahnung von Mathe, aber dass das schiefgegangen ist, das kann sogar ich mir ausrechnen. Vielleicht stimmt ja wenigstens dein Lösungsansatz. Und es reicht doch noch für eine 4. Die einzige Zahlenreihe, die in meiner Mathearbeit stimmt, ist das Datum. Das Schuljahr ist für mich gelaufen. Och, Kathi, jetzt mach dich doch nicht fertig. Wart doch erstmal deine Note ab. Ich brauche nichts abzuwarten. Am besten gehe ich schon morgen in die Klasse unter uns. Selbst wenn du Mathe verhauen hast. Mit Deutsch und Latein kannst du immer noch alles rausreißen. Nee, kann ich nicht. Weil ich nämlich genauso wenig Ahnung von Deutsch und Latein habe. Nee. Das wird nichts mehr. Wo ist Arno eigentlich? Der ist heute im Büro. Na, so schlecht sind deine Kochkünste doch auch wieder nicht. Ich glaube, es liegt weniger an Susannes Essen. Arno hat eben viel zu tun in letzter Zeit. Wie siehst du denn aus? Hast du etwa zugenommen? Nein. Vielleicht trägt man das ja heute so. Anna wird schon ihren Grund haben. Aber wieso ziehst du freiwillig solche Klamotten an? Das sieht ja scheußlich aus. Ja, das soll es ja auch. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, lästige Verehrer abzuschütteln. Ja, ich will eben kein Risiko mehr eingehen. Also, ich will dich ja nicht verunsichern, aber wenn das wirklich der Typ aus dem Studio ist, dann weiß der doch, wie du aussiehst. Ja, schon, aber ich muss ihn doch nicht provozieren. Und falls er doch nicht die Finger von mir lassen kann, bin ich gerüstet. Tränengas. Gute Idee. Ohne den würde ich mich auch nicht mehr außer Haus wagen. Ich
könnte dir vielleicht noch einen Schlagring und ein Klappmesser besorgen. Eine Panzerfaust wäre auch nicht schlecht. In die Klamotten könnte sie selbst die unterbringen. Nicht nötig. Damit komme ich schon zurecht. Hast du dir schon überlegt, was du in den Sommerferien machen willst? Nee. Wie bist du denn drauf? Ich habe Mathe in den Sand gesetzt. Und? Darin hast du doch Routine. Aber nicht im Drehen von Ehrenrunden. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. So knapp war es aber noch nie. Mathe kannst du bestimmt irgendwie ausgleichen. Ja, mit meinen Fehlstunden. Und dein Superhirn, was sagt er dazu? Die Biotonne mit dem Pflanzentee. Ecki ist voll in Ordnung und er hilft mir wirklich viel. Aber versuch du mal den Stoff eines ganzen Jahres in ein paar Stunden zu begreifen. Vielleicht solltest du mal früher anfangen zu lernen. Ich frag mich, wie die das in Beverly Hills 90210 machen. Die sehen gut aus, stehen immer an diesen Spinden rum und fallen nie durch irgendwelche Prüfungen. Und wenn, dann kaufen ihre Alten einfach die Schule. Ja, ich fürchte, ganz so cool wird Barbara nicht reagieren, wenn sie es erfährt. Weiß sie denn noch gar nichts von ihrem Glück? Naja, eigentlich brauchst du es ihr auch gar nicht zu erzählen. Den Blaubrief wird sie schon früh genug bekommen. Oh, Mist. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dann wird's aber höchste Zeit. Hi, Anna. Hallo, Marty. Und? Alles okay? Geht so. Sag mal, der Jan hat mir von gestern Abend erzählt. Das muss ja der totale Horror gewesen sein. Hm? Ja. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Angst. Und auch jetzt noch. Das ist so ein beschissenes Gefühl. Du weißt, dass jemand rumläuft und dir an die Wäsche will. Und ich kann an nichts anderes mehr denken. Das kann ich mir gut vorstellen. Langsam drehe ich wirklich durch. Wenn das so weitergeht, lande ich noch in einer Klapsmühle und der Irre läuft frei herum. Naja, komm. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Hm? Ja. Aber wenn ich dran denke, dass ich wegen diesem Arsch auch noch meinen Rucksack verloren habe. Naja, ich meine, den kann man ja sicher ersetzen, oder? Naja, war ein Andenken an meinen Freund. Tja, tut mir leid. Sag mal, wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sagst du Bescheid, ja? Du könntest mir wirklich einen Gefallen tun. Ja, was du immer willst. Ich würde mich ganz gern ein bisschen abreagieren. Könntest du mich hier vielleicht ablösen, dann kann ich ein bisschen trainieren gehen. Ja, klar. Kein Problem. Danke, du bist ein Schatz. Abend, Fiona. Alex, gut, dass du noch mal vorbeischaust. Ja, ich wollte Lisa noch mal kurz Gute Nacht sagen. Zu spät. Die schläft schon tief und fest. Aber wenn du schon mal da bist. Oh, gibt's was zu feiern? Champagner? Allerdings. Orbis hat einen neuen Chef der Projektentwicklung. Na und? Kannst du dir nichts denken? Du meinst, ich krieg nun doch die Assistentenstelle? Nicht ganz. Du bist der neue Projektleiter. Ja, aber wie ist das möglich? Ich habe so meine Verbindungen. Sie haben den Typen gefeuert. Ach, nicht doch. Sowas würden die doch nicht machen. Er wurde weggelobt. Tja, das ist zwar alles sehr lieb und nett von dir, aber ich kann doch unmöglich in einer Firma arbeiten, in der mich jeder für verrückt hält. Ach, das ist doch dummes Gerede, weiter nichts. Und dass ich den Job wegen meiner Beziehung bekommen habe, was ist damit? Ja, was soll damit sein? Man wird mich ständig beobachten. Der kleinste Fehler und es wird sofort heißen, der irre Sohn vom Alp hat wieder zugeschlagen. Dann beweise ihnen, was du kannst. Oder willst du kneifen? Nein, natürlich nicht. Reizen würde es mich ja schon. Na also, dann ist doch alles in Ordnung. Nicht ganz. Oh, was ist denn jetzt noch? Lisa. Was wird aus ihr, wenn ich wieder arbeite? Da wird sich auch eine Lösung finden. Ich hab's gewusst. Ich hab's von Anfang an gewusst. Die ganze Lernerei hat doch eh keinen Sinn. Ich werde diese Schule ja nie schaffen. Ist doch Quatsch. Bisher ist Mathe doch die einzige 5. Ja, dabei wird es aber wahrscheinlich nicht bleiben. Hallo, ihr beiden.
Tag, Frau von Sterneck. Ach, Ecki. Na, wie Hi. war's denn in der Schule? Nicht so toll. Habt ihr die Mathearbeit zurückgekriegt? Ja, Ja und? voll daneben. Darf ich fragen, was du geschrieben hast? Eine 2. Minus. Mathe ist eben nicht mein Ding, das weißt du doch. Ja, und wenn schon, dann setzt man sich hin und übt. Aber das habe ich doch getan. Ach so, ja wann denn? Letzte Woche. Also du glaubst, dich einen Nachmittag hinsetzen zu können, dein ganzes Schuljahr nachzuholen? Wenn ich den Scheiß doch nicht kapier. Und außerdem... Was und außerdem? Und außerdem bin ich letztes Jahr auch mit einer 5 in Mathe durchgekommen. Das sollte aber kein Dauerzustand werden. Wie sieht's mit den anderen Noten aus? Ich glaube, ich gehe da mal besser. Nein, nein, bleib ruhig, ich muss sowieso jetzt gehen. Aber das eine will ich dir sagen. Im nächsten Schuljahr wird das ganz anders. Ich werde die Hausaufgaben kontrollieren. Und mit abends ausgehen, das ist auch vorbei. Hey, komm. Sie hat's bestimmt nicht so gemeint. Und ob sie das hat. Wenn ich Deutsch jetzt auch noch verhau und sitzen bleibe, wird sie das voll durchziehen. Ich kenne sie. Mensch, Kathi, noch ist nicht alles verloren. Das Einzige, was du noch brauchst, ist eine 4 in Deutsch. Das wirst du noch hinkriegen. Eigentlich hast du recht. In so einem Laberfach wie Deutsch habe ich bis jetzt immer was auf die Reihe gekriegt. Hi, Anna. Hi, Marty. Deiner? Ich dachte, dein Rucksack ist doch weg. Und da dachte ich, dass, hier, für dich. Was? Ach, das kann ich doch gar nicht annehmen. Bitte, als einen kleinen Ausgleich für deinen Horrortrip neulich. Ja, aber ich habe dir das mit dem Rucksack nicht erzählt, damit du mir einen schenkst. Ich weiß, aber du würdest mir eine Freude damit machen. Bitte, Anna, nimm ihn einfach. Okay, aber nur weil du es bist. Dankeschön. Oh. Also ich freue mich für dich. Hoffentlich packe ich das auch. Warum denn nicht? Du bist Architekt, hast ein Händchen fürs Geschäft und hast gute Ideen. Dann ist Projektentwicklung genau das Richtige für dich. Ja, schon, aber wer weiß, was die vom Sohn des Firmengründers alles erwarten. Ach, du schaffst das. Außerdem hilft dir Fiona ganz bestimmt, wenn mal irgendwas nicht so läuft. Naja, sie ist wirklich ein Schatz. Ich wüsste auch nicht, was ich ohne sie machen sollte. Aber mal abgesehen von der Arbeit, ich weiß nicht, wie ich es alles schaffen soll. Kind, Haushalt und Job. Aber Lisa geht doch in den Kindergarten, oder? Naja, bis 4 Uhr, aber bis dann. Wer passt dann auf sie auf? Warum schaffst du dir kein Kindermädchen an? Ich habe einfach kein gutes Gefühl, sie von irgendjemandem betreuen zu lassen. Naja, so eine Oma wie Fiona wirst du in Frankfurt wohl nicht finden. Das würde ich nicht sagen. Ja, hättest du jemanden? Ja, ich kenne jemanden, der würde gerne auf deine Tochter aufpassen. Und wer soll das sein? Ich. Du? Das ist ja witzig. Und wie soll das gehen? Du bist hier in Düsseldorf und er geht nach Frankfurt. Ich werde mit Lisa und Alex nach Frankfurt gehen. Du willst nach Frankfurt? Mhm.